Meine Damen und Herren, Außenstützer Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Eine Bank zu überfallen ist nach aktueller Recherche immer noch eine Straftat. Wie übrigens auch das Fahren ohne einen gültigen Fahrschein beim Berliner Nahverkehrsanbieter der BVG. Allerdings soll sich dies nun zeitnah nach 135 Jahren endlich ändern, denn der rot-rot-grüne Senat will sich einer Bundesratsinitiative Thürings anschließen und das Schwarzfahren entkriminalisieren. Denn Schwarzfahren oder wie es mein Anwalt eigentlich immer formuliert, das Erschleichen von Leistungen kann und soll sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr nach sich ziehen. Oder aber eine deftige Geldstrafe. Als sei man nicht schon geschlagen genug damit, mit der BVG überhaupt fahren zu müssen. Jedoch soll diese Entkriminalisierung nicht erfolgen, damit die Gefängnisse in Berlin nicht mehr so befüllt sind, sondern der Berliner Senat erhofft sich dadurch eine personelle als auch finanzielle Entlastung der Justiz. Für viele Berliner ist diese Entkriminalisierung allerdings ein großes Problem. Denn nirgends kann man momentan günstiger ein Jahr lang wohnen als in einem Berliner Gefängnis. Außerdem erkennt man Dauerschwarzfahrer in Berlin auch an den am Auge eintätowierten kleinen Bussen. Spandau. Ein maskierter Einbrecher ist nach einer hochqualifizierten Detektivarbeit und unzähligen kaputten Blumentöpfen endlich der Spandauer Polizei ins Netz gegangen. Beziehungsweise sie haben ihn in die Ecke getrieben. Denn letzte Nacht wurde die Polizei in das Spandauer Waldkrankenhaus gerufen, da dort Mitarbeiter Spuren eines Einbruches in ein Gebäude entdeckt hatten. Die gerufenen Beamten der Polizei durchkämmten sofort SWAT-artig das komplette Gebäude und entdeckten dabei den Kaiser Sosse, der hinter diesen und vorherigen Einbrüchen im Waldkrankenhaus von Spandau steckte. Nämlich in einer Ecke kauernd einen verängstigten Waschbären. Eine Beamtin vom Kriminaldauerdienst K1 schaffte es, Polizeiangaben nach, den Waschbären in einem artgerechten, normverdeutlichen Gespräch auf sanfte Art und Weise aus der Ecke zu locken. Und weil er so niedlich war, gaben ihm die Beamten noch ein paar Früchte zu essen, wo er sich, leicht humpelnd, auf den Weg hinaus ins Freie machte. Und während er weiter humpelnd zum nächsten Waldstück lief, hörte er irgendwann auf zu humpeln, um dann zu einem in der Nähe geparkten Van zu laufen, wo bereits eine Waschbären-Gang auf ihn wartete. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Washington. Wer kennt das nicht? Da ist man die größte Volkswirtschaft der Welt mit einem Militärhaushalt wie alle anderen Staaten der Welt zusammen und trotzdem kann man sich dann ganz schnell von allen anderen Nationen ausgenutzt fühlen. Also von allen, die nicht Zuckerwasser saufen oder matschige Burger von McDonald's fressen. Das wären dann Nordkorea, der Iran und der Vatikan. Und genau deshalb gibt es auch keine Bilder vom Papst mit einer Pepsi in der Hand. Zumindest offiziell. Oder aber man lebt einfach in der Welt von Donald Trump. Und es zeigt sich immer mehr, dass mit seinem neuen Sicherheitsberater Robert O'Brien nur ein Fanboy ins Weiße Haus gekommen ist, anstatt eines wirklichen Expertens. Allerdings hat Donald Trump scheinbar Gefallen gefunden, mehr Fanboys einzustellen als irgendwelche Experten. Deshalb präsentierte er gestern seinen neuen Verteidigungsminister Colonel Sanders von KFC. Und weil der wiederum einen guten Draht zu einem ausgewiesenen Mediziner hatte, konnte Donald Trump auch noch seinen neuen Gesundheitsminister präsentieren, Dr. Mario. Allerdings würde ich niemals einem italienischen Klempner trauen, sondern nur einem echten Arzt, nämlich Dr. Pepper. Dublin. Wer kennt das auch nicht? Man wacht morgens auf und hat das Gefühl, dass aus dem Tag nichts mehr werden kann. Nicht anders ist es einem Piloten eines Airbus 330 ergangen. Denn als ihm am Ende der Kaffee in den Schoß gestoßen wurde, hatte er sich nicht etwa dafür entschieden, nun in Unterhosen weiterzufliegen. Nein, er hat sich dann dazu entschieden, nicht weiter Richtung Mexiko zu fliegen, sondern einfach umzukehren. Was jetzt vielleicht etwas drastisch klingt, hat eine Vorgeschichte, die diese Entscheidung rechtfertigte. Es fing schon kurz nach dem Abflug an. Denn obwohl die Bitte anschnallen Warnlampen blinkten, tollten immer noch ein paar Passagiere herum. Also ermahnte der Pilot diese mit einer Ansage. Was jedoch nicht lange hielt, bevor einige Passagiere mit den Nackenkissen eine Kissenschlacht initiierten. Und so ermahnte der Pilot noch einmal alle mit dem Hinweis, wenn das hier nicht gleich besser wird, dann fahren wir wieder zurück nach Hause. Naja, und als ihn nun ein arglos nach vorne geworfenes Nackenkissen an der Schulter traf und er deshalb seinen Kaffee verschüttete, war halt Schluss mit lustig.
Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das So ist Rom Magazin. Und es hat sich gezeigt, dass das Failing So ist Rom Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Es ist mittlerweile bekannt, dass ich ein großer Rom-Kenner bin. So kann man mir in der Mitte von Rom die Augen verbinden und ich finde mich immer noch zurecht im ersten Level von Super Mario World. Denn so ist Rom. Überall gibt es Röhren, die einen zu anderen Orten bringen. Zudem muss man immer die Münzen einsammeln, gerade aus den großen öffentlichen Brunnen. Und auf die herumlaufenden Schildkröten muss man auch springen, damit man dann deren Panzer auf den Papst werfen kann. So ist nun einmal Rom. Als ich gerade beim Münzen einsammeln war in der Banco de Roma, fiel mein Blick auf das So ist Rom Magazin und ich erhoffte mir davon nun ein paar coole Cheatcodes für das nächste Level, wo ich der Polizei entkommen müsste. Nur leider half mir das Magazin gar nicht. Aber so ist Rom, ein Haufen schnauzbärtiger Klempner, egal ob als Mann oder als Frau. Deshalb sei gewarnt, so ist Rom Magazin, der dunkelrote Lately Fake News Schildkrötenpanzer an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung der Banco de Roma. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.